So ein übelst alten Gleisbett. Oh weia. Und man hört auch die Vögel hier. Übelst laut. Da habe ich mir was eingebrockt. Mit Taschenlampe und Kamera. Und muss jetzt irgendwie hier hochschaffen. Ja, anstrengend. Mit einer übelst schweren Tasche. Und man kann sich hier nirgendwo festhalten. Wow. Am Rande eines Waldes steht eine verträumte Ruine. Gar nicht mal so weit entfernt von einem ausgemusterten Gleisbett, das über eine alte Brücke aus rotem Backstein und Efeu führt. Vielleicht wurde hier einst Braunkohle umgeschlagen, um diese zu einer Verladestation direkt am See zu transportieren, wo es dann einen weiten Weg in die Hauptstadt per Schiff auf sich nahm. So eine Arbeit war körperlich schwer und es gab ganz sicher auch Arbeitsunfälle. Vielleicht sogar auch tödliche Arbeitsunfälle. Doch eins ist sicher, dieser Ort weckte nach unserem Besuch meine Faszination. Wir sind Tobi und die Katze. Wir haben uns ja schon vorgestellt. Und wir entführen dich in die Dunkelheit. Der hat einfach so ausgelöst, gerade der Rempot. Wir sind da. Ich hoffe, das kommt nicht mehr runter. Ich hoffe nicht heute. Die Ruine fanden wir damals zufällig. Wir wollten sehen, was es mit der alten Brücke auf sich hat. Wir folgten dem Gleisbett, das uns hierher führte. Heute weiß ich, das Gelände gehörte damals zu der Braunkohleförderung, weiter oben auf dem Berg. Und da ist sie, die Küche. Diese alte Feuerstelle hier. An dem Ding ist gefühlt die Industriezeitalter vorbeigegangen. Das hat noch keine Industrie gesehen, glaube ich. Dicke, fette Kabel. Alu. Wir bauen jetzt auf und dann legen wir los. Ist hellhörig der Ort, wa? Na gut, wir sind ja auch nicht wirklich weit von der Straße. Doch schon, aber auf dem Berg. Naja, besonders weit ist es auch nicht. Es hat sich nur einfach elendig lang angefühlt, der Weg hierher. Ich bin hier auch gerade noch im Aufbauen. Aber ich finde das einfach schon mal. Der da oben hat auch die ganze Zeit angefangen zu blinken. Warum auch immer. Ja. Ich muss jetzt mal die Kamera verlängern. Ich drehe euch mal kurz ein Stück nach oben, dass man das vielleicht sehen kann. Ich habe schon mal mein Telefon in den Flugmodus versetzt, weil es ja gerade 2 Meter anfängt rumzuspinnen. Versuche mal die Kamera so gut wie möglich drauf zu halten, wenn ich das Ding jetzt hier wechsle. Sind ja noch in der Aufbauphase. Ach, den habe ich drauf. Also wir sind gerade auch nicht in der Nähe von diesem Tisch. Wahnsinn. Danke dir. Mache ich mein Handy auch noch im Flugmodus? Ups, so. Zack. Und drin ist er. Das war jetzt Tobi. Das war ich, ja. Das Problem bei den Bällen, die haben eine Schwäche, und zwar eine gravierende. Die lassen sich sehr leicht durch Vibrationen auslösen. Genauso Vibrationen, die von zu lauten Stimmen kommen. Dadurch lassen sie sich natürlich auch auslösen. Deswegen werden wir auch die ganze Zeit versuchen, während der Sitzung mit einer gedämpften, ruhigen Stimme zu reden und versuchen, irgendwo ranzukommen. Das andere Gerät, was ich hier hingestellt habe, das schweigt natürlich noch. Ja, das steht erstmal da. Aber sobald damit was passiert, zeige ich euch das natürlich. Die kleinen Katzenbälle haben leider eine Schwäche. Sie lassen sich durch allerlei von Impulsen auslösen. Sie reagieren nicht nur auf Berührung, sondern auch auf Erschütterungen, Vibrationen, laute Geräusche, sogar auf Insekten. Ein perfekter Triggerobjekt, das man leider sehr vorsichtig anwenden muss,
wenn man keine verfälschten Ergebnisse haben will. Das glaube ich nicht mehr mit drauf. Das ist egal, das sehe ich nachher alles mit der Night Vision. Aber nicht mit der GoPro. Ich versuche mit der Night Vision die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Wir haben hier vorne, also erstmal da, einen Bewegungsmelder. Der geht dann an, wenn irgendwas in der Nähe ist. Wir müssen ihn weiter rumdrehen, mache ich gleich. Und dort haben wir nochmal so einen Rempot. Der löst halt aus, wenn man da so dicht rankommt. Macht da so einen Alarm halt. Ansonsten haben wir noch ein paar Lichter installiert. Da hinten ist auch eins. Da vorne steht schon die Technik. Wir haben ganz viele kleine Lichter noch aufgestellt. Die werden wir aber alle mit der Night Vision, denke ich mal, ganz gut sehen. Katzenbälle haben schon ausgeschlagen. Das haben wir schon auf der Kamera. Und jetzt drehen wir erstmal noch das Gerät hier ein bisschen. Ich denke, so ist okay. Heute sind wir in einem Wohnhaus. Zumindest sagt die Küche das. Wahrscheinlich war es zu dem Bahnhof gehörend. Das Dach ist natürlich auch schon komplett weg. Das ist eine mega alte Ruine. Hier haben wir noch ein paar Schränkchen. Aber ansonsten, man sieht es ja, die Wände sind feucht. Sehr kleiner Ort, aber bis jetzt scheint es aktiv zu sein. Und diese urige alte Küche. Da war mal die Feuerstelle. Und die Decke tropft natürlich auch schön. Leute, wir haben ein Upgrade. Abgesehen von der Night Vision haben wir jetzt einen ganz kleinen Mikrofon für die EVPs. Mal schauen, wie gut er ist. Auf jeden Fall um einiges besser wie der Lavalier-Mikrofon. Und zur Not können wir noch das große von zu Hause anschließen. Ey, das geht tatsächlich. Wer paranormale Untersuchungen bei uns auf dem Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass wir sehr großen Wert darauf legen, EVPs einzufangen. Die Stimmen aus dem Jenseits. Nach dieser Nacht stieg ich auf das Studiomikrofon um. Lass uns überraschen. Das mit dem K2-Meter, wenn ich mir wirklich nicht eingebildet habe, das mit dem K2-Meter. Ne, ich meine auch, ich habe gerade gesehen. Fuß kurz auf dem damit. Boah, ist da gerade ein Baum umgefallen? War ja mal übelst laut, oder? Hier mitten im Wald. Die Häuser sind alle unten und oben vom Berg. Mordsmäßig Knallgeräusche. Ich denke mal, das werden wir auf dem Mikrofon hören. Auf jeden Fall scheint es so, dass gerade ein Baum umgefallen ist. Bevor die BU überhaupt anfangen konnte, synchronisierte ich alle Video-Audio-Geräte. Kurz darauf nahm die externe Tonspur etwas Seltsames auf. Zuerst dachte ich, Tobi hat etwas gesagt, denn es hörte sich nach ihm an. Doch laut seiner Tonspur schwieg er. Bei mir klang es sogar nach einem Windgeräusch. Versuchte jemand Kontakt mit uns aufzunehmen? Oder handelte es sich einfach nur um eine Geräuschverzerrung, verursacht durch mangelnde Qualität des Mikrofons? 6. Gut. Der Akku schon ein bisschen gelitten hier. 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 Bevor wir hier mit unserer paranormalen Untersuchung starten und versuchen hier einen Präsenzkontakt aufzubauen, würden wir uns natürlich erstmal vorstellen, damit ihr auch weiß, wer wir sind, was wir vorhaben. Was war das? Lebt da noch was drin? Halte mal rin, die Kamera. Ist hier ein Frosch oder so was drin? Man erkennt nicht wirklich was. Hallo, ich bin die Katze und das hier ist mein Partner Tobi und wir kommen hier im Guten, um mit jemandem an diesem Ort zu reden. Also, falls hier irgendjemand anwesend ist, jemand, der schon meine Bälle hier aktiviert hat, wir kommen im Guten, wir wollen nichts Böses, wir wollen einfach nur mit dir versuchen zu reden. Es würde uns sehr freuen, wenn wir hier auch eine Antwort bekommen würden oder wenn du tatsächlich sogar ein Gespräch mit uns eingehst. Wie gesagt, du brauchst für uns keine Angst zu haben, wir tun dir nichts. Wir haben auch nicht vor, diesen Ort hier zu zerstören.
oder derartiges. Freust du dich schon? Total. Das war jetzt sehr sarkastisch. Nee, ich freue mich. Okay. Ja, hallo. Wir haben uns ja schon vorgestellt. Geh mal hin. Ist da ein Tier? Ich sehe nichts. Der hat einfach so ausgelöst, gerade der Rempot. Ja, Wahnsinn. Leute, der Rempot hat ausgelöst. Das Licht hat aber nicht ausgelöst. Damit haben wir nun gar nicht gerechnet. Das laute Schrillen riss uns urplötzlich aus der nächtlichen Ruhe. Ich erinnere mich noch daran, wie stark ich zusammenzuckte. Doch leider hielt die Freude nicht sehr lange an. Ja, hallo. Wir haben uns ja schon vorgestellt. Geh mal hin. Ich sehe aber was. Was denn? Ich sehe da einen Tropfen Wasser drauf. Kann Wasser sowas auslösen? Kann sein. Müssen wir auch umstellen. Siehst du das? Ja, der ist nass. Müssen wir umstellen. Da unten ist leider so ein Träger. Der steht aber auch wieder in nassen. Ja, aber da ist kein Träger drüber. Das war ja. Hast du den Schreck bekommen, wa? Oh Mist, wir sind gerade echt so ein bisschen... Das fühlt sich gleich ganz anders an, wenn so ein Gerät losgeht. Wenn es jetzt normal losgehen würde, dann würde ich mir Sorgen machen. Wenn hier irgendjemand anwesend ist, es wäre ganz lieb, wenn du dich uns erkenntlich zeigst. Du kannst auch gerne ein Geräusch machen, ein Klopfen wie das hier. Oder den K2-Meter in meiner Hand auslösen. Das Gerät in meiner Hand tut dir nichts Böses, der spürt dich lediglich nur. Und zeigt uns dann mit den Lämpchen an, ob jemand da ist. Du siehst da auch noch mal in der Ecke, jetzt habe ich einen Bewegungsmelder ausgelöst, da blinkt was ganz bunt. Du kannst auch gerne irgendwas hineinflüstern, etwas sagen. Also du brauchst keine Angst davor zu haben. Magst du mit uns reden? Dann berühre bitte den K2-Meter bei mir in der Hand. Wir würden uns sehr freuen darüber. Okay, da ist jetzt immer kein Wasser drauf gekommen. Da ist kein Wasser drauf getropft. Bist du gerade bei uns im Raum? Mir fällt das Atmen dezent schwerer. Was unseren Rempot zum zweiten Mal auslöste, bleibt uns verborgen. Doch auch jetzt konnten wir ein natürliches Einwirken nicht ausschließen. Tropfendes Wasser von der Decke war es dieses Mal aber nicht. Kannst du dich dem Gerät noch mal nähern, bitte? Das, was gerade so laut gepipst hat? Interessant. Ich frage mich nur. Aber da ist kein Wasser diesmal drauf. Kannst du dich bitte noch mal dem Gerät nähern? Dem Rempot? Bitte? Du brauchst davor wirklich keine Angst zu haben. Es wäre uns eine Ehre. Bitte. Würde uns wirklich sehr freuen. Du brauchst vor uns wirklich keine Angst zu haben. Wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn du uns dich zeigen würdest in irgendeiner Form. Egal ob jetzt optische Signale oder akustische, egal ob jetzt die Bälle blinken, dort hinten in der Küche, oder der Rempot nochmal ausschlägt oder der K2-Meter in meiner Hand.
Du kannst auch gerne was hineinflüstern in das Mikrofon, das euch wie ein Bund leuchtet. Du kannst auch klopfen oder ein Kratzgeräusch machen. Wir sind ja heute bei dir zu Gast. Auch wenn es unerwünscht oder ungewollt. Ja, wir sind eingedrungen. Dafür möchten wir uns natürlich auch entschuldigen, dass wir uns hier bei dir einfach so ungefragt, dass wir einfach so hineingeplatzt sind. Leider bekamen wir keinen weiteren akustischen noch optischen Feedback. Wir lauschten eine Weile hinein in die Stille. Das leise Knarren der Bäume, die sich sanft in der Dunkelheit wogen. Das Winseln der Tiere in der Tiefe des Waldes. Ein Horn eines vorbeifahrenden Zuges sowie der gelegentliche Lärm der Straße weiter unten störten die nächtliche Ruhe. Aber keine Antwort. Ich griff zu der GhostTube-App. Ein Tool, das mir mittlerweile das Gefühl gab, mit jemandem zu reden. Ein sehr trügerisches Gefühl. Ich wünschte, ich hätte bessere Möglichkeiten. Doch heute Nacht musste das ausreichen, was wir dabei hatten. Hallo, ich habe mich ja schon vorgestellt. Ich bin Katze und das da ist Tobi. Magst du mit uns reden? Du kannst mit Hilfe von diesem Tool versuchen, mit uns verbal zu kommunizieren. Du kannst es gerne probieren. Gesegnet. Danke. Bist du schon lange hier? Licht. Bist du hell oder brauchst du Licht? Sollen wir vielleicht ein paar Lichter ausmachen oder gefällt es dir? Reich. Reich. Reicht. Reich. Reicht. Wahrscheinlich. Stand da das Wort nicht drin. Oder er meint mit viel. Ist es dir zu viel Licht hier? Oder sollen wir es vielleicht ein bisschen dimmen? Höre auf damit. Das fängt gut an. Also sollen wir weniger Licht machen? Vielleicht gefällt Ihnen das rote Licht nicht so. Kannst du auch ändern. Dann ändere ich das mal. Aber dann muss ich aus dem Flugmodus kurz. Ja, dann gehst du kurz aus dem Flugmodus. Also wenn die App jetzt gleich ganz viel sagt, kannst du nehmen kurz? Ja, bist gerade raus, oder? Warum nicht? Jetzt bin ich raus. Okay. Nur damit du Bescheid weißt, ja, Tobi ändert jetzt die Lichtfarbe, falls es dir nicht gefällt. Das mit dem Roten. Ich Heimgesucht. kann schon nachvollziehen, wenn es aussieht, als würde es hier drin brennen. Tut es natürlich nicht. So, und wieder im Flugmodus. Und Tobi ist wieder im Flugmodus. Oh. Oh. Das habe ich tatsächlich. Oh, wieder ausgegangen. Ist Wow. ausgegangen. Habe ich auf der GoPro. Ist das cool. Gefällt dir das Licht besser? Du hast ja gerade das kleine Lämpchen auf dem Fensterkreuz aufblinken lassen und wieder ausgemacht. Hammer. Hammer. Das Licht ist Hammer. Finden wir auch. Hammer. Kannst du es nochmal machen, bitte? Jo. Er wirkt. Danke dir. Endlich geschah etwas wieder. Wer auch immer unseren REM-Pod auslöste, sowie die Katzenbälle zum Anfang, fand auch einen Gefallen an den Ballonlichtern. Ich weiß noch, wie aufgeregt wir diesen Ort verließen.
voller Hoffnung und brauchbarem Material in den Taschen. So eine Kommunikation hatten wir bisher nicht gehabt. Aber ich will nicht spoilern, also schaut selbst. Das ist komplett aus. Du siehst ja die zwei Geräte auf der Fensterbank. Das Ding schlägt hier aus. Das ist der Wahnsinn. Bist du hier gerade in der Ecke? Vielleicht spürt er den Akku. Musste man ja einen Akku halten. Ja, der würde jetzt höher gehen. Okay, ich denke mal, hier in der Ecke wird es einfach nur die Strahlung zu hoch sein von dem Akku. Und so eine Art von Reflexion. Amerika. Warst du in Amerika? Ich glaube eher, irgendein Wort fehlt tatsächlich im Wortschatz und deswegen kommt er auf Amerika. Kannst du gucken, ob du vielleicht ein anderes Wort für das hast, was du gerade sagen wolltest? Weil ich glaube nicht, dass du Amerika meinst. Es hat leider bloß 1050 Wörter, 1050 Phrasen. Das ist natürlich ein Nachteil von diesem kleinen Tool. Sind wir hier überhaupt willkommen bei dir? Würde mich interessieren, bevor wir hier weiter... Farbe. Farbe? Was hier gerade geschah, kann man nun wirklich schlecht leugnen. Kurz nach einer Ansage wechselte das Bildschirm meines Smartphones seine Farbe, als hätte es jemand angekündigt. Dennoch kann man es schlecht ausschließen, dass es jedoch eine KI sein könnte. Wo wird denn jetzt dein Handy rot? Warum wird mein Handy rot? Halt es mal in die GoPro, dass man es sieht. Ich filme das. Ich nehme das auf. Ja, aber halt mal in die GoPro. Hey Leute, Liebe. Das Handy ist einfach, hältst es wieder aus, hä? was ist denn los? Hä, warum ist denn das so? Ja, wir sind da ein Paar. Schon wieder? Hier schon wieder, ja. Bist du hier in der Ecke? Soll ich mal die Kamera drehen? Ja. Das ist mein Schatten. Dreh mal zu mir. Dann dreht die sich nicht mehr? Das Bild sieht auf jeden Fall voll creepy aus, was da jetzt hängen geblieben ist. Halt es mal in die GoPro. Naja, ich film das. Das nimmt auf. Ja, aber halt es mal in die GoPro rein. Das sieht aus wie... Muss man näher rankommen. Das sieht aus wie... als ob da in die Sicht wäre. Total krank. Mit der anderen Kamera sieht man es leider nicht. Bist du gerade hier in der Ecke? Kannst du einfach mit Ja antworten? Was ist denn los? Fehlt. Jetzt. Dein Gimbal ist gerade ausgegangen. Erst verfärbte sich mein Bildschirm. Dann kam ein seltsames Geräusch auf der externen Tonspur, das nach einem Ja klang. Ein akustisches Signal des EMF der Ghost Tube folgte. Und plötzlich gab mein Gimbal direkt neben dem externen Mikrofon nach. War das alles ein Zufall oder überschlugen sich die Ereignisse? Mein Gimbal ist ausgegangen. Wow. Grabstein.
Bist du gerade bei mir? Lauter. Bist du gerade bei mir? Der ist schon wieder so rot verfärbt. Jetzt ist er aber richtig rot verfärbt. Der ist richtig rot verfärbt. Das siehst du jetzt nicht mit Night Vision, aber kannst du umschalten. Ist jetzt wieder auf normale Farbe. Ja, man sieht aber voll, dass der sehr rot ist. Aber warum ist das so? Ich weiß es nicht. Lichtverhältnisse? Vielleicht was Neues. Ist das von dem Ding hier vielleicht? Nein, das siehst du auf der Kamera auch. Nein, ich meine, ist es vielleicht von dem Akku? Lämpchen blinkt. Da blinkt ein Lämpchen. Da, bam. Ah, nee. Hört mir zu. Vielleicht scheißt er das. Okay, wir hören Sie zu. Sprich mit uns, ich drehe mal die GoPro ein Stück weiter da drauf. Du hast Grabstein gesagt. Oh, das hat gerade mal schön, das hast du super gemacht gerade. Du hast Grabstein gesagt. Bist du hier gestorben? Glücklich. Bist du glücklich, weil ich gerade zu der Erkenntnis gekommen bin? Anhand von deiner Aussage? Zu der Schlussfolgerung, dass du hier... Bist du hier verunglückt? Oder bist du hier natürlichen Todes dahingeschieden? Wie gesagt, du kannst auch einfach als Ja den K2-Meter berühren. Ihn zum Ausschlagen bringen. Ich habe das Gefühl, dass der EMF-Reader ein bisschen im Bildschirm flimmert. Da hat aber noch 2 Balken Akku. Was hier stattfand, war der pure Wahnsinn. Habt ihr auch so gespannt den K2-Meter gespottet? Ich war schon sehr enttäuscht, als dieser nicht anschlug. Aber ich hätte nicht geglaubt, hier an dieser Stelle ein EVP einzufangen. Electronic Voice Phenomenon, die Stimme aus dem Jenseits. Du kannst auch eins von den Blinkerbällen anfassen. Dein Problem. Wenn du nicht willst, du kannst auch mit den Glühbirnen weiterspielen. Ich versuche einfach nur eine Möglichkeit für dich zu finden, dass du einfach ganz klar und deutlich mit Ja oder Nein antworten kannst. Weil du anscheinend so ein bisschen Probleme mit dem Tool hier hast. Aber das ist gar kein Problem. Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Du wolltest mir was von deinem Tod erzählen. So wie ich das Gefühl habe. Das Lämpchen blinkt. Ich sehe es. Du hast es anscheinend drauf, wa? Mit dem Lämpchen. Okay, kannst du einmal für Ja blinken und zweimal für Nein machen? Kannst du es zum Blinken Ich bringen? kann nicht reden. Aber zeigen kannst du es vielleicht. Deswegen haben wir auch so viele Sachen mit bei. Die Bälle, Hempot, die kleinen Birnen. Wenn du nicht reden kannst, dann zeig es uns. Grüße. Wir grüßen dich zurück. Geht es dir gut? Wenn es dir gut geht, dann lass es bitte einmal blinken. Wenn dir nicht gut geht, dann lass es bitte zweimal blinken. Oder ausgehen lassen, das Lämpchen. Bekommst du das hin? Knien. Soll ich mich hinknien? Naja, ein bisschen flackert sie. Jetzt war sie gerade kurz aus und wieder an, oder? Es hat zweimal geflackert, ja. Mhm. Ich hoffe. Also ich soll mich nicht hinknien. Okay. Kniest du gerade? Nein.
Nein, nein. Aus. Nee, Jetzt das war läuft an. es. Das können wir jetzt leider nicht interpretieren. Heimgesucht. Ja, ich muss aber mal kurz den Akku von meiner Kamera wechseln. Du meinst, dass wir den Ort heimgesucht haben? Im Prinzip sind wir einfach hier so eingedrungen. Ja. Müll. Du meinst, man hat dein Zuhause hier als Müllhalde missbraucht? Ist das richtig? Mich würde mal interessieren, frag mal andere Leute, die die App benutzen, ob dieses Problem mit dem Rotwerden auch haben gerade. Ob das ein Update ist oder ob das doch irgendwo am Gerät liegt jetzt. Ihr habt's gehört. Kennt ihr das Problem? Liegt das am Smartphone? Liegt das an dem Gerät oder ist es jetzt ein neues Update? Haut's mal auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Wäre mal interessant zu wissen, weil ich glaube, die Updates, die lesen wir uns eigentlich nicht durch, also ich zumindest nicht. Das können doch niemals die kleinen Akkus sein, die das so auslösen. Ist ja sonst auch mal relativ dicht dran und dann passiert nichts. Wow. Matrose. Meinst du nicht? Das wäre jetzt echt schräg. Prinzipiell das ist nicht ganz falsch. Also tatsächlich ist das sogar vollkommen... Verstecke dich jetzt. Okay, du. Okay. Warum soll ich mich verstecken? Du bist gerade rausgegangen. Warum muss ich mich verstecken? Und woher weißt du, dass ich Matrose bin? Also du bist doch gar kein Matrose mehr, du bist doch schon weiter. Er wird nicht gehen. Ich finde es irgendwie die Kommunikation der Ghost-Typ-App sehr seltsam. Wieso? Ich weiß nicht. Hier sind jetzt auch keine Häuser wegen WLAN oder Lächeln. Lächeln. Lächel mal in die Kamera. Okay. Habe ich getan. Magst du dafür den REM-Pod nochmal auslösen? Wenn der jetzt angehen würde. Volle Kanalausschlag, Tobi. Und weg war er. Hier ist aber trotzdem nichts. Hier ist ja nicht mal ein Funkmast oder sowas. Aber vielleicht, Scheinen. Nee. Die Stahlträger? dass die irgendwie Signale verstärken. Was? Nee, hier ist ja nichts. Was sollen die verstärken? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es mega unheimlich. Wir können uns auch erstmal mit unseren Ergebnissen verabschieden und dann kommen wir noch mal her und bringen ein schönes Gastgeschenk mit vielleicht. Ein Schnäpschen. Ja. Aber ich würde jetzt ungern... Nehmen Sie weiter auf. Okay, dann bleiben wir noch hier. Okay, wir bleiben hier. Ich beobachten. Mich beobachten? Okay. Magst... Okay, du kannst uns gerne beobachten, aber magst du vielleicht für uns nochmal den REM-Pod da auslösen? Du kannst dich auch gerne mal bemerkbar machen. Also jetzt bemerkt man nicht nur durch diese App, sondern wie gesagt REM-Pod, vielleicht auch die Blinkebälle oder da reinflüstern oder ein Geräusch machen. Also jetzt nichts mit diesem Telefon hier. Kannst du da nochmal bitte den Rauch blasen? Hm? Kannst du bitte da
hier hinten Rauchblasen? Das heißt nicht, du hast was aufgenommen. Wir waren müde, ausgehungert, durchfroren und wollten nach Hause, als die App uns aufforderte, weiterzumachen. Das gefiel uns nicht sonderlich, da es keine weitere Kommunikation mehr über die anderen Mittel stattfand. Doch die paar Minuten hatten wir noch. Stehst du da gerade bei der Tür? Mein Smartphone hat nämlich Schwierigkeiten zu fokussieren. Wie fühlen Sie sich? Ganz gut, danke. Wie fühlst du dich? Kannst du bitte dich noch ein letztes Mal dem REM-Pod nähern, bitte? So wie beim ersten Mal, beziehungsweise beim zweiten akustischen Signal. Das war's doch bestimmt du. Da bist du bestimmt dran vorbeigegangen. Kannst du es bitte machen? Wahr. Bestätigt hat er es schon mal. Oder sie. Kannst du es nochmal machen, bitte? Ich höre Schritte. Tiere. Tiere? Kann schon sein, die sind neugierig, ne? Oh, ich sehe nichts. Kannst du das bitte für uns tun? Ein letztes Mal den REM-Pod auslösen? Dann würden wir unsere Sachen zusammenpacken und nach Hause gehen. Und du würdest erstmal wieder zur Ruhe kommen. Und wenn wir irgendwelche Ergebnisse bei uns finden, entdecken, die dafür sprechen, dann würden wir wieder zurückkommen und dich nochmal erneut besuchen. Aber diesmal bringen wir dir was mit. Und eine komplett neue Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Die vielleicht sogar effizienter ist. Das würde dir, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Kannst du es bitte machen? Und dir auch Schnaps mitbringen. Wenn du sowas magst. Oder vielleicht Konfekt. Oder ein paar Kekse. Oder wir könnten auch gemeinsam Tee trinken, wenn du magst. Dann könntest du uns vielleicht erzählen, wo dein Grabstein ist. Es schien dir am Anfang wichtig zu sein. Dann haben wir wenigstens deinen Namen. Dann könntest du uns auch noch verraten, wie du heißt. Das könntest du natürlich auch jetzt machen, wenn du möchtest. Au, meine Ohren. Was damit? Ich krieg übelsten Druck drauf. So als ob man vom Berg richtig schnell runterfährt. So wie wo wir in Harz waren, wo wir wieder runtergefahren sind. Ich hätte dir gerade mal zugeflüstert. Ah, Na gut, ich würde aber sagen, wir beenden die Sache hier an der Stelle. Wir haben schon ziemlich viele Ergebnisse. Ich hoffe nur auf die Audioaufnahme, ist auch noch nicht so. so wie wo wir in Harz waren, wo wir wieder runtergefahren sind. Ich hätte dir gerade mal zugeflüstert. Ah, Na gut, ich würde aber sagen, wir beenden die Sache hier an der Stelle. Wir haben schon ziemlich viele Ergebnisse. wo wir wieder runtergefahren sind. Wo wir wieder runtergefahren sind. Wo wir wieder runtergefahren sind. Na gut, ich würde aber sagen, wir
Na gut, ich würde aber sagen, wir... Was auch immer hier geschah, kann ich schlecht erklären. Ich weiß nur, dass ich in dem Moment starken Schmerz auf meine Ohren verspürte. Vielleicht stand ich die ganze Zeit ungeschützt im Durchzug und musste deshalb klagen. Allerdings, an dieser Stelle finde ich die externe Tonspur sehr interessant. Flüstern, Einbejahen und sogar eine Beleidigung. Hat die Präsenz uns gerade Idioten genannt? Was wir an diesem Ort erlebten, fällt mir nur schwer zu erklären, vielleicht sogar gar nicht. Das Anschlagen von dem Rempot, die ausgelösten Katzenbälle, seltsame Geräusche und Stimmen auf der Tonspur, sowie die kleinen Ballonlichter. Das Ausfallen der Technik während des seltsamen Verhaltens der GhostTube-App, sowie mein Schmerz, als die Tonspur erneut was einfing. Das alles passt gut zusammen und ist nur schwer erklärbar. Paranormal ist an dieser Stelle vermutlich der richtige Begriff, doch meine Zweifel bleiben. Auf jeden Fall fesselte uns dieser Ort und weckte unseren Bedarf, erneut hierher zurückzukehren. Was auch immer hier ist, es will reden. Wir sind Tobi und die Katze und wir entführen dich in die Dunkelheit.